Du wurdest zusammen mit 9 anderen von superintelligenten Außerirdischen gefangen genommen. Diese finden, dass Menschen recht lecker aussehen, doch ihre Kultur verbietet es, logisch denkende, kooperative Wesen zu verspeisen. Allerdings sind sie sich nicht sicher, ob das auf euch zutrifft, also beschließen sie, euch einem Test zu unterziehen. Der Außerirdische, der euch bewacht, sagt mit Hilfe seines Universalübersetzers Folgendes: Ihr sollt euch in einer Reihe aufstellen, in dieselbe Richtung gucken, geordnet nach Körpergröße, sodass jeder von euch alle vor sich stehenden Personen sieht. Ihr dürft nicht nach hinten sehen oder aus der Reihe tanzen. Jeder von euch bekommt nach Zufallsprinzip einen schwarzen oder einen weißen Hut, ohne dass ihr erfahrt, wie viele von beiden Farben vorhanden sind. Auf Kommando muss jeder von euch die Farbe seines Hutes erraten, beginnend mit der Person ganz hinten und dann der Reihe nach. Versucht gar nicht erst andere Wörter als schwarz oder weiß zu sagen oder Zeichen durch Intonation oder Lautstärke zu geben. Dann werdet ihr alle sofort gefressen. Wenn mindestens 9 von euch richtig raten, werdet ihr alle verschont. Ihr habt 5 Minuten Zeit zum Beraten und zum Planen. Dann werdet ihr aufgereiht, bekommt eure Hüte und wir fangen an. Fällt dir eine Strategie ein, mit der du euch alle retten kannst? Halte jetzt das Video an, um zu überlegen. Antwort in 3, 2, 1. Der Schlüssel ist, dass die Person ganz hinten, die alle Hüte der anderen sieht, mit den Worten schwarz und weiß eine verschlüsselte Information übermittelt. Welche Bedeutung kann man diesen Wörtern also zuordnen, damit alle anderen auf ihre Hutfarbe schließen können? Es darf nicht die Gesamtzahl der schwarzen oder weißen Hüte sein. Dafür gibt es mehr als 2 mögliche Werte. Was aber nur 2 mögliche Werte hat, ist, ob die Anzahl der beiden einzelnen Hutfarben ungerade oder gerade ist. Die Lösung des Rätsels ist also, dass derjenige, der anfängt, zum Beispiel schwarz sagt, wenn er eine ungerade Anzahl schwarzer Hüte sieht, und weiß bei einer geraden Anzahl schwarzer Hüte. Betrachten wir mal, wie es ablaufen würde, wenn die Hüte so verteilt sind. Der größte Gefangene sieht 3 schwarze Hüte vor sich, also sagt er schwarz, und teilt so mit, dass er eine ungerade Anzahl davon sieht. Seine eigene Hutfarbe ist falsch, aber das ist nicht schlimm, da euch allen insgesamt eine falsche Antwort erlaubt ist. Gefangene 2 sieht auch eine ungerade Anzahl schwarzer Hüte, schließt daraus, dass ihrer weiß ist und antwortet richtig. Gefangener 3 sieht eine gerade Anzahl schwarzer Hüte, also weiß er, dass er einen der schwarzen tragen muss, die die beiden vor ihm gesehen haben. Gefangene 4 weiß nun, dass sie nach einer geraden Anzahl schwarzer Hüte Ausschau halten muss, da einer davon hinter ihr ist. Sie sieht jedoch nur einen und folgert, dass ihr Hut schwarz sein muss. Die Gefangenen 5 bis 9 achten jeweils auf eine ungerade Anzahl schwarzer Hüte, die sie auch sehen, also wissen sie, dass ihre Hüte weiß sind. Jetzt kommt es ganz auf dich am Ende der Reihe an. Wenn der 9. Gefangene eine ungerade Anzahl schwarzer Hüte sieht, kann dies nur eines bedeuten. Du wirst feststellen, dass diese Strategie für jede mögliche Hutanordnung funktioniert. Der Erste hat zwar nur eine 50-prozentige Chance, die eigene Hutfarbe zu erraten, aber die von ihm übermittelte Information erlaubt es allen anderen, die Farbe ihres Hutes sicher zu bestimmen. Jeder davon beginnt mit der Erwartung, eine gerade oder ungerade Anzahl einer Hutfarbe zu sehen. Wenn das, was sie zählen, nicht damit übereinstimmt, hat ihr eigener Hut diese Farbe. Und jedes Mal, wenn das passiert, weiß der Nächste, dass sich die Geradzahligkeit geändert hat. Das war's also, ihr seid frei. Die Außerirdischen werden wohl hungrig bleiben. Oder sie müssen weniger intelligente Lebewesen entführen. Abonniere diesen Kanal für weitere faszinierende Geschichtslektionen, Weltraumabenteuer, knifflige philosophische Debatten und Antworten auf die seltsamsten Fragen über deinen Körper. Bleib dran und bleib neugierig.